Sie sehen es also, Ihr Märchen einer am Boden liegenden Kernenergie stimmt nicht. Die USA zeigen, dass die Kernkraft selbst bei politisch stark gespaltenen Lagern der rationelle energiepolitische Konsens ist. Nicht nur die europäische, auch die globale Nuklearallianz, die beide in 2023 geschmiedet wurden, legen davon weltweit Zeugnis ab. Und nun soll auch Reaktor 1 in 3 Mile Island wieder in Betrieb gehen. Statt ideologischer Verblendung wie in Deutschland erkennt man dort, dass die Zukunft eine nukleare ist. Hey Leute, also diese Rede hat mich wirklich umgehauen. Dr. Rainer Kraft von der AfD hat im Bundestag so richtig ausgepackt. Er hat das Märchen der Grünen über die Kernenergie komplett zerlegt. Während Deutschland versucht, mit Windrädern und Lastenfahrrädern die Zukunft zu retten, setzen die USA und andere Länder auf neue, sichere Atomtechnologie. Kraft macht klar, mit dieser Regierung steuern wir auf Abstieg und Energieknappheit zu, während der Rest der Welt vorwärts geht. Wenn man den Regierenden zu viel vertraut, landet man eben in einer Energiekrise. Seid gespannt, was er noch so raushaut. Auf geht's! Die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen, ja, um es mit Franz Josef Strauß zu sagen, Frau Henneberger, die Apokalypse hat schon stattgefunden in Ihrem Hirn. Ja. Fast einstimmig haben Demokraten und Republikaner in den USA den Advance Act in 2024 verabschiedet. 3 Kernpunkte daraus lauten: Erstens, Ausbau der amerikanischen Führungsrolle in Nuklearfragen sowie eine Steigerung des Exportes an Nukleartechnik und Ausbau der Produktionskapazität aller nuklearen Brennstoffe. Zweitens, die Entwicklung und Etablierung neuer Nukleartechnologien. Dies umfasst sowohl kleine modulare Reaktoren als auch Flüssigkeitsreaktoren, also Reaktoren, die nukleare Reststoffe benutzen. Und drittens, die Verlängerung der Laufzeit bestehender Nuklearanlagen als auch die Errichtung neuer Anlagen, bevorzugt auf dem Gelände ehemaliger Kohlekraftwerke. Sie sehen es also, Ihr Märchen einer am Boden liegenden Kernenergie stimmt nicht. Die USA zeigen, dass die Kernkraft selbst bei politisch stark gespaltenen Lagern der rationelle energiepolitische Konsens ist. Nicht nur die europäische, auch die globale Nuklearallianz, die beide in 2023 geschmiedet wurden, legen davon weltweit Zeugnis ab. Und nun soll auch Reaktor 1 in 3 Mile Island wieder in Betrieb gehen. Statt ideologischer Verblendung wie in Deutschland erkennt man dort, dass die Zukunft eine nukleare ist. Mit einer 30-jährigen Betriebsgenehmigung wird Microsoft dort seine stromhungrigen Datenzentren betreiben. Und gleichzeitig hat Jensen Huang, CEO von Nvidia, erklärt, dass Kernkraft elementarer Bestandteil der Energieversorgung sein wird, in der künstliche Intelligenz in riesigen, energiehungrigen Datenzentren den Weg in die Zukunft und damit in Sicherheit und Wohlstand weist. Das, liebe Bundesregierung, liebe Ampelkoalition, ist der Weg zu Wohlstand und Freiheit. Ihre Lastenfahrräder, Ihre Verknappungs- und Mangelwirtschaft, Ihre Wasserstoff-Märchenprojekte und Zufallsstromproduzenten hingegen, die treiben uns in Armut und Abhängigkeit. Während sich der Rest der Welt aufmacht in ein neues Energiezeitalter, in dem große Mengen Energie zuverlässig und preiswert produziert und zur Verfügung gestellt werden, betreibt diese Regierung eine Politik der energetischen und damit wirtschaftlichen Verzwergung. Ihre Politik führt zum Abstieg unseres Landes. Ihre Gesetze wollen den Verbrauch von Primär- und Endenergie senken. Das beißt sich mit dem Bedarf zukunftsweisender KI- und Rechenzentren, und diese werden dann nicht in Deutschland sein. Technologie lässt sich von Ihnen keine planwirtschaftlichen Vorgaben machen. Sie wird dann dort Wohlstand und Freiheit schaffen, wo Energie preiswert und sicher verfügbar ist, und das werden Länder mit Kernkraftwerken sein. Sämtliche Umfragen seit der Energiekrise 2022 zeigen, dass eine Mehrheit der Deutschen für die zivile Nutzung der Kernenergie ist. Die Bürger spüren eben die Folgen des Atomausstieges in ihrem Geldbeutel und an ihrem Arbeitsplatz. Was wir als AfD hier fordern, ist der breite Mehrheitswille des deutschen Volkes. Kernenergie war und ist ein Garant für eine sichere, preiswerte und nachhaltige Stromversorgung. Und das muss auch wieder für Deutschland gelten.
Die AfD hat kein einziges deutsches Kernkraftwerk abgeschaltet oder gesprengt. Und genau deswegen können nur wir glaubwürdig versprechen, mit der AfD hat Kernenergie eine Zukunft in Deutschland, denn nur damit kann das Versprechen von Wohlstand für alle wieder Realität werden. Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte mal einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Erstens fällt mir auf, jetzt in dieser Debatte und in der davor, dass es tatsächlich immer wieder, wenn Kolleginnen ans Pult treten, nicht nur vermehrt Zwischenrufe gibt, sondern dass der Inhalt dieser Zwischenrufe durchaus geeignet ist, sie persönlich herabzusetzen oder aber ihre Fähigkeiten in irgendeiner Weise zu beurteilen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung im Umgang miteinander. Und Herr Abgeordneter Kraft, ich will die aus meiner Sicht Geschmacklosigkeit Ihres ersten Satzes an die Kollegin Henneberger hier nicht wiederholen. Ich möchte Sie aber bitten, sich eines parlamentarischen Umgangs und einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen. Auseinandersetzung ist in Ordnung, auch harte Debatte in der Sache, aber nicht persönliche Angriffe. Wir fahren fort in der Debatte. Für die SPD-Fraktion hat nun Markus Hümpfer das Wort. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar.